Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Konzept, nämlich mich zu sehen. Und in diesem Video gucke ich mir die DJI Neo Drohne mal genauer an. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Also heute geht es um die DJI Neo Drohne. Das ist eine kleine Selfie-Drohne. Und wie klein die ist, das kann ich euch gerade mal zeigen. Ich habe nämlich eine alte DJI Avata, die Avata 1 da. Wenn man die zwei so nebeneinander hält, dann sieht man schon direkt, wo das hingeht. Die Neo wiegt nämlich nur 135 Gramm. Die Avata wiegt ja irgendwas über 500. Also ich spoilere schon mal direkt vorweg, so für professionelle Produktionen würde ich die wahrscheinlich eher nicht nehmen. Das liegt nämlich daran, dass sie nur einen 1,5 Zoll großen Bildsensor hat und er ist nicht besonders Lowlight-fähig. Als kleinen Tipp schon mal, falls ihr euch die Drohne kauft, immer auf ISO 100, nie höher, weil sonst fängt es extrem an zu rauschen und dann ist es auch nicht mehr so geil. Der Clou der ganzen Sache ist, dass man die Neo mit super vielen verschiedenen Controllern fliegen kann. Das heißt einmal mit diesem normalen Controller, dann kann man sie mit dem Handy steuern, mit dem RC Motion Controller von DJI. Das ist dieser Pseudo-FPV-Controller, wo man auch so ein bisschen per Knopfdruck Flips und so Quatsch alles machen kann. Dann kann man sie noch mit dem Handy steuern und auch komplett ohne irgendeinen Controller, nämlich mit meiner Stimme. Dafür nimmt man die Drohne ohne Controller, logischerweise, macht sie an und kann dann einstellen, hier oben gibt es verschiedene Modi, dass sie mich verfolgt, dass sie um mich rumfliegt, welche Helix fliegt, also die ganzen Spaßmodis, die es halt bei DJI gibt, diese selbstfliegenden Dinger, die kann man da einstellen. Und dann trackt sie ein und verfolgt einen. Und das Ganze ist dann in der Praxis so, ich halte sie vor mich, kann auch über das Handy dann steuern und auf Start drücken und dann trackt mich die KI und dann kommt ein kleiner Countdown, 3, 2, 1, dann fliegt die Drohne aus meiner Hand hoch und verfolgt mich. Und dann, egal wo ich hinfahre, laufe, surfe, skateboarde, was auch immer, die Neo fliegt mir hinterher. Und wenn der ganze Spaß dann vorbei ist und ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich Richtung Drohne oder beziehungsweise sie ist ja direkt hinter mir, halte meine Hand hin und dann landet sie wieder auf meiner Hand. Und ich packe sie ein und verschwinde. Also relativ cooles Konzept und sehr einfach zu handhaben. Wie gesagt, 1,5 Zoll ist nicht besonders groß. Die Drohne hatte auch kein D-Log-M oder irgendein anderes flaches Bildprofil dabei, sondern nur dieses normale Rec 709. Was man aber machen kann, ist in der Drohne die Schärfe und das Denoising runterdrehen. Würde ich auch extrem empfehlen, denn mit angeschalteten Denoising, ich glaube auf -2 kann man es stellen. Wenn es auf 0 steht, dann wird schon mal die ein oder andere Struktur, Backstein, was auch immer, einfach weggebügelt von dem internen Denoising. Also, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und das in der Post machen wollt, dreht es auf jeden Fall, wie bei allen anderen Drohnen, auch runter. Ja, und je kleiner der Sensor, desto größer der, ich nenne ihn immer GoPro-Effekt. Also nur bei gutem Wetterfilmen, bei schönem Wetter, wenn es hell ist und die ISO auf jeden Fall immer auf 100 gelockt lassen. Ich würde bei der Neo tatsächlich nicht höher als ISO 100 gehen, außer im Extremfall, aber probiert's aus, ihr werdet sehen. Eine interessante Sache bei der Neo ist, das Rocksteady, also das DJI-eigene Stabilisierungssystem, ist permanent aktiviert. Man kann aber trotzdem hinterher in Gyroflow das noch stabilisieren. Das war bei der Avata nicht möglich, dann musste man das Rocksteady ausstellen für. Hier geht das aber, so wie bei den GoPros auch. An der Linse sieht man kleine Halterungen, ähnlich wie bei der Avata oder bei der DJI O3 Air Unit. Eigentlich müsste ich O3 Air Unit sagen. Ja, nennen wir es mal so. Das heißt, da werden auf jeden Fall noch Filter, ND-Filter, was auch immer von DJI selber und von dritten Herstellern wird auf jeden Fall noch kommen. Die Flugzeit beträgt ungefähr 17 Minuten mit angeschraubten Prop Guards. Die sind noch relativ stabil. Ich bin da mal mit Absicht vor ein paar Hindernisse vorgeflogen und die haben gehalten. Also man sieht, ist noch alles da. Da kann man schon ein bisschen sich auslassen. Das Problem ist nämlich auch, die hat überhaupt keine Sensoren. Das heißt, wenn sie mich jetzt verfolgt und irgendwas im Weg ist, dann fliegt sie gegen, weil sie nicht sieht, wo sie lang fliegt. Das ist noch so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, finde ich, weil die Verfolgung ist schon relativ genial und ausgefeilt, aber während sie mich verfolgt, irgendwo vorfliegt, ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Das heißt, ich habe es immer im weiten Feld probiert oder in Skateparks, wo jetzt keine Laternen, Lampen, Bäume, was auch immer waren. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn wie immer gibt es zu dem Video, beziehungsweise das Video ist eigentlich Bestandteil des Testartikels und der Testartikel, sobald er online ist bei Film TV Video, den verlinke ich hier unten dann irgendwo. Und da ist nochmal genaueres beschrieben und da sind auch alle Daten, Preise, Verfügbarkeit, Farben, was auch immer, könnt ihr dann da nachlesen. Wir haben hier immer von DJI die große Kombo gekriegt, das heißt, da war die Drohne mit dabei, die Fernsteuerung und diese dreifach Akku-Ladestation. Was mir bei den Akkus aufgefallen ist, die haben an sich überhaupt keinen Knopf. Das heißt, man muss sie in die Drohne stecken, damit man sieht, wie voll sie ist. Ne? Mit diesem einfach draufdrücken sieht man, wie viele Balken da drauf sind. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Zum Schluss mache ich jetzt noch was ich eigentlich nie mache, und zwar lasse ich die Drohne hier drin mal starten. Dafür ist sie ja auch eigentlich konzipiert. Und da ihr mich gleich nicht mehr hören könnt, sage ich schon mal Tschüss. Wenn euch das gefällt, das Video oder die anderen Videos, lasst gerne ein Abo da, wie man heutzutage so schön sagt. Kostet nichts, komplett kostenfrei, wirklich, verspreche ich euch. Ja, gutes Fliegen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.